Sie denken also darüber nach, hier in Deutschland freiberuflich tätig zu werden, aber ehrlich gesagt kommt Ihnen der Papierkram einfach vorstelligend vor. Oder, nun, Sie sind definitiv nicht allein. Und in den nächsten Minuten werden wir Ihnen den einen Schlüssel an die Hand geben, der das Ganze überraschend einfach macht. Lasst uns einsteigen. Okay, Sie haben also die Fähigkeiten, Sie haben den Ehrgeiz und Sie sind bereit, hier in Deutschland Ihr eigener Chef zu sein. Das ist großartig. Sie träumen von coolen Projekten, zufriedenen Kunden und dieser wunderbaren freiberuflichen Freiheit. Und dann kommt die Realität, die Bürokratie, all diese Formen, diese super langen deutschen Wörter. Es fühlt sich an, als stecken Sie in einer Art Verwaltungslabyrinth fest, noch bevor Sie Ihre erste E-Mail verschickt haben. Vertrauen Sie mir, das haben wir alle schon erlebt. Eine unserer Quellen bringt es mit diesem Zitat auf den Punkt. Es fühlt sich wirklich wie ein Labyrinth. Schwesterlied oder Fassung. Es klingt wie ein mythisches Tier. Und ja, es kann ziemlich einschüchternd sein. Aber hier ist die Sache. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass fast die ganze Komplexität, die ganze Verwirrung auf eine einzige grundlegende Entscheidung hinausläuft, wenn Sie diese eine Sache richtig verstehen, nämlich den Weg aus diesem Labyrinth, wird er kristallklar. Und hier ist es, das ist das Große. Dies ist die wichtigste Frage, die Sie beantworten müssen. Sind Sie ein Freiberufler, also ein Freiberufler, oder betreiben Sie eine Gewerbe, ein Gewerbe? Dies ist die zentrale Unterscheidung zwischen geistiger Arbeit und kommerziellem Geschäft in Deutschland. Und glauben Sie mir, es verändert alles. Okay, fangen wir mit Freelancer an. Der einfachste Weg, darüber nachzudenken, besteht darin, dass Sie Ihre Gehirnleistung verkaufen. Ihr Unternehmen basiert buchstäblich auf Ihren persönlichen, speziellen, intellektuellen oder künstlerischen Fähigkeiten. Ihr größtes Kapital sind Sie. Das Gesetz listet also tatsächlich eine Reihe von Katalogberufen auf, die immer als Freiberufler gelten. Sie wissen schon, Ihre Ärzte, Anwälte, Architekten, Künstler. Es umfasst aber auch ähnliche Berufe. Und das ist der Schlüssel. Aus diesem Grund könnte sich ein wirklich spezialisierter IT-Berater oder ein UX-Designer qualifizieren, weil seine Arbeit als kreativ und intellektuell angesehen wird, ähnlich wie die eines Ingenieurs. Auf der anderen Seite haben wir das Gewerbe oder den Handel. Das ist im Grunde alles andere, was kommerziell ist. Es geht uns nicht mehr darum, Ihr persönliches Fachwissen zu verkaufen. Wir reden über den Verkauf von Produkten, ein skalierbares Unternehmen betreiben oder Dinge weiterverkaufen. Wenn Sie also einen Online-Shop oder ein Café eröffnen oder ein Influencer sind, der mit Anzeigen auf Ihrem Blog Geld verdient, ist es ein Gewerbe. Die Fotografie ist ein fantastisches Beispiel für die Grauzone hier. Ein Kunstfotograf, der Abzüge in einer Galerie verkauft, das ist Freiberufler. Aber ein Hochzeitsfotograf, der eine kommerzielle Dienstleistung für eine Veranstaltung erbringt, das ist ein Gewerbe. Sehen Sie den Unterschied? Dieses Diagramm bringt es wirklich auf den Punkt. Fragen Sie sich, ist Ihr Unternehmen Ihr Verstand oder ist es Ihr Geschäft? Ist es Ihr persönliches Fachwissen oder ein kommerzieller Prozess, eine geistige Dienstleistung oder ein skalierbares Produkt? Das ist die Frage, die Sie beantworten müssen. Und hören Sie, dieser Teil ist absolut entscheidend. Du kannst nicht einfach auswählen, wer du sein möchtest. Das deutsche Finanzamt, die Finanzsumme, trifft den letzten Abruf und sie basieren auf der wirklich detaillierten Beschreibung Ihrer Arbeit, die Sie bei der Registrierung angeben. Seien Sie also sehr genau und ehrlich darüber, was Sie tatsächlich tun. Okay, warum ist das alles eigentlich wichtig? Wen interessiert es, wie man dich nennt? Nun, das solltest du. Denn dieser kleine Unterschied hat in der Praxis enorme Konsequenzen für Ihre Steuern, Ihren Papierkram und Ihre gesetzlichen Verpflichtungen. Lassen Sie uns zusammenfassen, was es tatsächlich für Sie bedeutet. Diese Tabelle zeigt Ihnen die 4 größten Unterschiede. Zuerst die Registrierung. Ein Glasfaserdachdecker geht direkt zum Finanzamt. Einfach. Allerdings muss ein Gewerbe zunächst einen Extra-Stop beim Handelsbüro einlegen. Zweitens, Steuern, das ist eine große Sache. Nur ein Gewerbe muss möglicherweise eine sogenannte Gewerbesteuer zahlen. Drittens ist die Buchhaltung für einen Glasfaserdachdecker viel einfacher.
Und schließlich Mitgliedschaften. Ein Gewerbe muss auf der Handelskammer beitreten, während ein Glasfaserdachdecker dies normalerweise nicht tut. Reden wir mal über die Gewerbesteuer, den Gewerbeladen. Wenn Sie einen Gewerbe betreiben, ist diese Nummer Ihr neuer bester Freund. Mit der Zahlung dieser Steuer müssen Sie erst beginnen, wenn Ihr Jahresgewinn, also nicht Umsatz, sondern Gewinn 24.500 € übersteigt. Wenn Sie weniger verdienen, müssen Sie sich darüber keine Sorgen machen. Verwechseln Sie die nächste Nummer nicht mit der letzten. Hier geht es um etwas ganz anderes, das sogenannte Kleinunternehmer oder die Kleinunternehmerregel. Und das gilt sowohl für Faserdachdecker als auch für Gewerbe. Wenn Ihr Umsatz im Vorjahr unter 25.000 € lag, können Sie sich dafür entscheiden. Warum sollten Sie das also tun? Der Hauptvorteil besteht darin, dass Sie auf Ihren Rechnungen keine Mehrwertsteuer ausweisen müssen. Dadurch wird Ihre Buchhaltung deutlich einfacher. Und wenn es sich bei Ihren Kunden um Privatpersonen handelt, sind Sie damit 19% günstiger als Mitbewerber, die Mehrwertsteuer erheben müssen. Es ist ein ziemlich süßes Angebot. Okay, Sie haben die Theorie verstanden. Sie haben eine ziemlich gute Vorstellung davon, auf welchem Weg Sie sich befinden. Wie macht man es eigentlich offiziell? Gehen wir die genauen Schritte durch, um sie zu registrieren. Schauen Sie, es ist eigentlich ein ziemlich klarer Prozess. Schritt 1, nur für eine Gewerbe. Gehen Sie zum Handelsbüro. Danach ist Ihr Weg für alle derselbe. Sie packen das mythische Biest eines Formulars online an, schicken es in den Finanzamt und warten dann auf einen sehr wichtigen Brief mit Ihrer Steuernummer per Post. Und diese Steuernummer, das ist Ihr goldenes Ticket. Es handelt sich um die offizielle Nummer, die beweist, dass Sie in Deutschland ein rechtmäßig registriertes Unternehmen sind. Sie müssen es auf Ihren Rechnungen haben, um legal zu arbeiten und seien wir ehrlich, um für all Ihre harte Arbeit bezahlt zu werden. Diese Steuernummer zu bekommen, ist auf jeden Fall ein großer Moment. Aber es ist eigentlich nur der Anfang. Um tatsächlich ein erfolgreiches, nachhaltiges Freelance-Unternehmen aufzubauen, müssen Sie sofort ein paar weitere Dinge klären. Betrachten Sie dies einfach als Ihre Checkliste für den richtigen Einstieg. Im Ernst, ein separates Bankkonto ist ein Muss, um Ihre Finanzen sauber zu halten. Eine Krankenversicherung ist in Deutschland ausnahmslos für alle Pflicht. Und Sie erhalten vom ersten Tag an ein System für Ihre Rechnungsstellung und Planung Ihrer Steuervorauszahlungen. Vertrauen Sie mir, es wird Ihnen später so viele Kopfschmerzen ersparen. Da haben Sie es also, dieses große, gruselige Labyrinth deutscher Freiberufler. Es ist nicht mehr so einschüchternd, wenn Sie das Geheimnis erst einmal kennen. Sobald Sie wissen, dass alles ohne eine Frage beginnt. Freiberufler oder Gewerbe haben Sie offiziell die Karte. Die einzige wirkliche Frage ist also, was werden Sie damit bauen?